Jeder Deutsche verbraucht ca. 70 Kilo Soja pro Jahr. Sojabohnen verstecken sich in zahlreichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Eiern. Denn Soja ist die am häufigsten verwendete Eiweißfuttermittelquelle für Schweine und Geflügel in Europa. Über die Hälfte der globalen Sojabohnenernte wird in Südamerika produziert. Inzwischen entspricht die weltweite Anbaufläche von Soja der 3,5-fachen Größe Deutschlands. Eine hocheffiziente Kulturpflanze und ihre Schattenseiten. Die Rodung artenreicher Regenwälder, riesige Monokulturlandschaften unter Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen sowie gesundheitliche Risiken durch die Nutzung von Pestiziden zählen zu den unerwünschten Nebenwirkungen des massenhaft importierten Sojas. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie für Eigenmarken fordert und fördert die Rewe Group eine Umstellung auf gentechnikfreie und heimische Eiweißfuttermittel. Als Rewe Group möchten wir möglichst gentechnikfreie und nachhaltigere Eiweißfuttermittel in unseren Lieferketten einsetzen. Nachhaltiger bedeutet für uns in diesem Zusammenhang gentechnikfreies Futter, aber auch möglichst entwaldungsfreies Soja einzusetzen. Das ist etwas, was Donausoja kann und ein Grund, warum wir Donausoja bereits seit 2015 hier in Kroatien unterstützen. Über 8000 Landwirte bauen gentechnikfreies und zertifiziertes europäisches Soja nach den Standards von Donausoja an. Einer von ihnen ist der kroatische Landwirt Boris Nikolic. Wir Landwirte sind dem Herrgott dankbar, dass wir Arbeit haben. Das hält uns in dieser Region. Man kann sagen, dass Soja einen gewissen stabilen Standard und Einnahmen auf den Landgütern sichert, wo man auf größeren Flächen anbauen kann. Sie ist die beste Kultur, die wir hier anbauen können. Seit 2015 unterstützt die Rewe Group Donausoja. Dessen Hauptaufgabe ist es, den gentechnikfreien und nachhaltigeren Sojaanbau in der europäischen Donauregion zu fördern. So bietet der Verein den Landwirten und Lieferanten unter anderem Trainingsmaßnahmen und eine Zertifizierung für den Anbau gentechnikfreier Sojabohnen. Soja ist an sich eine ganz tolle Pflanze, die schon lange Tradition in Europa hat und sehr gut in die europäische Landwirtschaft passt, weil sie als Leguminose Stickstoff in den Boden bringt und damit die Belastung mit Stickstoffdünger reduziert und auch die Chemie, die man insgesamt einsetzen muss am Feld. Bei Donausoja kümmern sich Qualitätssicherungsmitarbeiter um die Einhaltung der strengen Richtlinien. Regelmäßig wird die Ernte auf gentechnisch veränderte Bestandteile geprüft. Die kooperative Seges in Schupanja organisiert und sammelt die Produktion von über 180 Donausoja-Landwirten. Die Rolle von Donausoja ist ziemlich wichtig. Sie helfen uns und unterstützen uns. Mithilfe des Zertifikats haben wir gute Käufer gefunden und dem Endverbraucher gibt es eine Sicherheit, dass dieses Soja wirklich nach den Standards von Donausoja angebaut wurde. Nach der Ernte wird das Donausoja zu einer nahegelegenen Ölmühle nach Österreich transportiert. Hier werden die Bohnen zu dem Futtermittel Sojaschrot weiterverarbeitet. Laut unseren Kalkulationen haben wir den nachhaltigsten Sojaschrot mit dem niedrigsten CO2-Footprint weltweit. Zu dem niedrigen Transportkosten kommt noch dazu, dass die Landwirte in der Region auf Feldern wirtschaften, die schon seit hunderten Jahren Felder sind und keine Urwälder dadurch abgeholzt wurden. 25% der Treibhausgasemissionen entstehen heute in der Landwirtschaft, global gesehen. Insofern müssen wir im Prinzip dafür Sorge tragen, dass gerade bei dem Anbau von Futtermitteln und hier insbesondere Soja Nachhaltigkeitsaspekte in den Vordergrund rücken. Die Donau-Soja-Eiweißpartnerschaft, ein Leuchtturmprojekt zur Etablierung des europäischen gentechnikfreien Sojaanbaus.